Hallo allerseits, ich bin hier auf der Spielwarenmesse am Carrera-Stand und bin jetzt hier bei der RC-Ecke bei Michael Galli, Head of RC. Und er zeigt mir hier einerseits was nicht neu ist, was im Herbst schon rausgekommen ist, aber für mich neu, weil das mein letzter Ansatz war vor 3 Jahren auf der letzten Spielwarenmesse. Da war das Neuheit Ready to Fly mit 2 Rotorblättern übereinander und jetzt haben sie was Neues. Genau, wir haben hier jetzt die Single-Rotor-Helikopter, unser Red Bull, die Bo 105C ist das. Die kann genauso leicht quasi geflogen werden wie früher, wie die kleinen eben vor 2, 3 Jahren. Das heißt, der hält selber die Höhe. Das ist ja die Herausforderung beim Fliegen eigentlich, das Höhe halten. Und alles andere kann ich dann als Anfänger relativ gut auch selber machen und landen. Ist dann genauso wieder auf den Knopf drücken und dann ist die Geschichte erledigt. Also schauen wir uns hier mal nochmal die Fernbedienung an. Die hat dann also hier auch einen Startknopf. Genau, der ist hier oben auf der Schulter und mit dem starte ich und lande ich einfach. Da kann ich jetzt nochmal den Startknopf drücken und dann hebt er hier nebenab. Richtig. Und dann wird er hier bedient. Genau, und dann kann ich hier eben ausrichten und so weiter, ganz normal, alle Richtungen, die ich brauche. Und er hält weiterhin die Höhe und dann drücke ich einfach auf den Knopf und dann landet er wieder. Also wirklich sehr, sehr einfach zu fliegen. Komplizierte neue Gyrotechnik wird wahrscheinlich auch ein bisschen teurer geworden sein. Oder was kostet sowas? Sicher, deswegen haben wir das Produkt auch im Profi-RC-Bereich angesiedelt. Das heißt, da sind wir bei 149 € circa angesiedelt und entsprechend. Aber echte Neuheit haben Sie jetzt auch im RC-Bereich, dann Profi, weil hier schon Profi-RC ist. Haben Sie sich noch bei den Fahrzeugen was in Richtung Profi einfallen lassen? Genau, bei Profi-RC, das eine Thema ist ja, die Profi-Serie gibt es ja schon bei uns einige Jahre, sehr erfolgreich, digital proportional, bis zu 50 Stundenkilometer. Da kommt zum einen neu der Rockcrawler, der hat nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, sondern eben auf Hindernisfahren und so weiter mit einer Differentialsperre würde es sich preislich nicht mehr in unserem Segment ausgehen, deswegen hat er eine durchgehende Achse hinten, damit ist er auch über Stock und Stein sehr gut unterwegs und erfüllt genau das, was unsere Kundschaft haben mag. Akku und sonstiges ist gleich in der Profi-RC-Serie. Und dann haben wir aber letztes Jahr im Herbst neu rausgebracht die Expert-Serie. Da haben wir mit einem größeren Controller, das heißt, da schließen wir nochmal weiter in Richtung Hobbybereich auf. Wir haben hier oben bei dem Controller, bei Expert, die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das heißt, das Kind kann mit dem Vater spielen bei 30% und bei 100% hat der Vater sehr viel Spaß. Zum einen mit dem, wenn wir hier unten uns die Autos kurz anschauen, mit dem Offroader Brushed fährt er bis zu 50 km/h oder mit dem Brushless-Ausstattung, das ist unser High-End-Modell, haben wir quasi dann bis zu 60 Stundenkilometer das Ganze. Brushless heißt ein bürstenloser Motor. Richtig. Das heißt, wir bürstenlosen Motor und wir haben hier, wie das ganz normal unser Prozess ist, die entsprechenden Stabilitäten und so weiter gemacht. Das ist also wirklich sehr ausdauerfähiges Fahrzeug, auch mit Licht vorne drinnen. Das heißt, man kann auch seinen Spaß im Halbdunkeln haben, weil im Dunkeln, da müsste man noch hellere Scheinwerfer drauf machen. Wie lange fährt man dann mit einer Akkuladung, wenn ihr so mit Höchstgeschwindigkeit fahrt? Viertelstunde? Bis zu eine Viertelstunde in etwa. Man fährt ja nicht die ganze Zeit Vollgas. Und Lenken bei 60 Stundenkilometer wird ein bisschen schwierig, oder haben Sie sich da? Deswegen haben wir auch hier quasi eine Lenkbegrenzung, das heißt, die kann man entsprechend einstellen, dass man da nicht so empfindlich ist beim Lenken dann. Das heißt, ich schalte um, wenn ich jetzt wirklich Highspeed fahre, auf einen anderen Lenker. Genau, richtig. Das auf alle Fälle. Und natürlich kann man die anderen Sachen auch trimmen. Man kann auch die Lenkung umkehren, all diese Dinge, die man aus dem Hobbybereich auch kennt. Wie man es eben gerne hat und wie man sich da am besten damit. Wann kommt das Brushless-Set auf den Markt? Das Brushless-Set wird in den nächsten Monaten kommen. Die Fahrzeuge gibt es einzeln schon, aber die
das Upgrade-Kit wird es jetzt dann um Ostern geben, das man quasi den Bürstenlosen auf den Brushless aufrüsten kann. Den mit Bürsten auf den... Ja, genau, richtig, ganz genau. Gut, dann bedanke ich mich bei Michael Galli für die Vorstellung der Neuheiten hier bei Carrera Toys. Danke.